ich habe hier in Russland mit Interesse gehört, dass es Papa-Schulen gibt. Eine ähnliche Einrichtung gibt es in Deutschland nicht. Interessant ist, dass wir früher Mütterschulen hatten in Deutschland und das heißt heute Familienbildungsstätte. Also das sind Einrichtungen der Familienbildung, die dann formal geschlechtsneutral formuliert sind, aber wo überwiegend Mütter hingehen. Und früher dienten sie dazu, den Müttern beizubringen, wie man mit den Kindern umgeht. Vergleichbare Einrichtungen für Väter gibt es kaum, obwohl sich jetzt eben ein Rollenwandel entwickelt. Es gibt Ansätze von sogenannten Väterzentren in den großen Städten. Es gibt zum Beispiel in Berlin ein Väterzentrum, was gezielt versucht, einen Treffpunkt zu entwickeln für Männer, die da mit ihren Kindern zusammen hingehen. Das machen Mütter ja schon seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten, dass sie sich untereinander treffen, sich austauschen über ihre Erfahrungen mit den Babys, vielleicht was zusammen essen, zusammen kochen. Und viele aktive Väter fühlen sich im Vergleich dazu ziemlich isoliert. In den Städten vielleicht weniger als auf dem Land. Auf dem Land ist es oft sehr schwierig, Väter in der gleichen Lebenssituation zu finden, die dann tagsüber vielleicht auch Zeit haben, die sich aktiv um ihre Kinder kümmern. Interessant an diesen Väterzentren, an diesen Vätertreffpunkten ist, dass sie versuchen, an den traditionellen männlichen Interessen anzudocken. Es gibt zum Beispiel in diesem Väterzentrum in Berlin die Möglichkeit, zusammen Fußballspiele zu gucken, aber mit den Kindern zusammen. Oder sie haben eine Spielzeugautorennbahn aufgebaut, wo sie Autorennen fahren, natürlich auch mit den Kindern. Es ist jetzt nicht so, dass sich alle Männer für Fußball und für Autorennen interessieren. Es ist vielleicht ein bisschen auch ein Klischee. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass es Treffpunkte gibt, wo sich Männer untereinander austauschen über das Thema Vaterschaft. Das kann auf der Ebene von solchen Treffpunkten sein, von Familienbildung. Das ist eine Art alternative Familienbildung für Väter. Man könnte auch sagen, eine Väterschule, auch wenn sie nicht so heißt. Eine weitere Möglichkeit, sich auszutauschen, ist der Arbeitsplatz. Es gibt in manchen Unternehmen, die sich sehr engagieren bei dem Thema, gibt es Vätergruppen in Betrieben, wo sich Väter austauschen, wie ihr Arbeitgeber mit dem Thema Vaterschaft umgeht, vielleicht gemeinsam Ideen entwickelt, Forderungen entwickelt. Aber das sind dann schon sehr aufgeklärte Arbeitgeber, Unternehmen, die eine nicht nur Mütter, sondern auch väterbewusste Personalpolitik betreiben. Das ist eher die Ausnahme. Wir haben insgesamt noch große Defizite in diesem Bereich der Väterbildung, der Väterschulen. Da könnte man noch viel mehr tun. Also selbst dieses modellhafte Väterzentrum in Berlin ist sehr unzureichend finanziert, sehr unsicher finanziert und es ist mitnichten so, dass jetzt in allen großen Städten solche Zentren existieren. Da könnte man noch viel mehr entwickeln. Ja, wenn die Mütter sehr aufmerksam sind und auch ein Interesse daran haben, dass die Jungen vielleicht es anders machen, sollten sie ihnen signalisieren, dass sie zum Beispiel dasselbe machen wie ihre weiblichen Geschwister, dass sie auch bei der Hausarbeit helfen und jetzt nicht das so aussieht, dass die Jungen im Haushalt nicht helfen müssen und die Mädchen müssen die Hausarbeit mitmachen. Das ist natürlich ein verheerendes Signal und insofern ist es wichtig, dass auch die Mütter sich dessen bewusst sind, dass sie die Jungen vielleicht anders erziehen wollen. Und das halte ich auch für wichtig, damit die Jungen später bei der Partnerwahl die richtige Frau finden. Wenn sie da sehr traditionell sind, werden sie auch Schwierigkeiten haben, weil die Frauen das eigentlich heutzutage dann erwarten, dass die Männer zumindest assistieren, wenn nicht teilhaben an den Erziehungs- und Haushaltstätigkeiten.